WhatsApp ändert die Nutzungsbedingungen und die ganze Welt schreit auf. Doch was ist denn jetzt nun wirklich dran an dieser WhatsApp-Facebook-Tochtergesellschaftennummer, die der Herr Zuckerberg da gerade wieder abfeiern möchte? Und vor allen Dingen, was bedeutet das eigentlich für jemanden, der in Europa durch die Datenschutzgrundverordnung doch angeblich geschützt ist? Schauen wir uns das mal an. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu Frag einen Datenschutzbeauftragten. Wir widmen uns heute mal wieder der Thematik WhatsApp. Und wenn ein Dienst bzw. eine App und ein Unternehmen so häufig alleine bei uns gefeatured werden kann, dass es jetzt schon das 4. Video zum Thema Datenschutz bei WhatsApp ist, dann sollte man sich doch als Nutzer ernsthaft die Frage stellen, ob da alles transparent ist, was da so erzählt wird. Ich will hier nichts unterstellen, deswegen schauen wir uns erstmal genau an, worum geht es bei dieser WhatsApp-Thematik überhaupt. WhatsApp ist aktuell ein Unternehmen der Facebook-Unternehmensgruppe, so ähnlich wie Instagram, ein Service, den wahrscheinlich auch sehr viele WhatsApp-Nutzer nutzen. WhatsApp ist ein Kommunikationsdienst, der schon seit einer geraumen Zeit in jedem einzelnen Chat, den man mit jeder einzelnen Person startet, oben drüber sehr schön einblendet, dass diese Informationen Ende zu Ende verschlüsselt seien. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bedeutet, es ist die 100%ige Garantie, dass unter keinen Umständen jemand anders als der Empfänger und der Absender der Information den Inhalt der Information sehen kann. Warum erkläre ich das? Das werdet ihr gleich merken, wenn wir uns mal genau die Passagen in der neuen Datenschutzrichtlinie, die zum Mitte diesen Monats in Kraft treten soll, angucken, denn dann werden wir feststellen, dass das irgendwie gar nicht so richtig sein kann. Also entweder das mit der Verschlüsselung oder das mit der Datenschutzrichtlinie. Grundsätzlich ist es so, dass WhatsApp mit der Änderung der Datenschutzrichtlinie dafür sorgen möchte, dass die Unternehmensinformationen, die das Unternehmen WhatsApp durch die Nutzung der WhatsApp durch dich und Unternehmen und so weiter sammelt, auch mit anderen Unternehmen der Facebook-Unternehmensgruppe und ihren Kunden geteilt werden können. Und deswegen gucken wir uns jetzt mal genau an, was steht denn überhaupt aktuell in der Datenschutzrichtlinie von WhatsApp drin, worüber du vielleicht noch gar nichts weißt, und was sind die Änderungen zur neuen, damit du schon mal genau einordnen kannst, möchtest du da mitmachen oder nicht. Denn viele andere Nutzer haben daraus ja schon die Konsequenz gezogen, den Dienst zu wechseln. Zum Beispiel zu einem seriöseren Anbieter wie Signal. Wenn wir uns die Datenschutzrichtlinie von WhatsApp zum Stand von 2020, wie er aktuell noch gültig ist, anschauen, dann finden wir dort sehr viele Informationen sehr generischer Natur. Soll heißen, es wird immer wieder darauf verwiesen, dass bestimmte Informationen über deinen Account, dein Profil und deine Nutzungsaktivitäten, sprich wie häufig nutzt du die WhatsApp, wie lange nutzt du sie, in welche Richtungen gehen deine Kontakte und so weiter, genutzt werden, gesammelt werden und weiterverarbeitet werden, und das ist immer dieses ominöse Zitat, Analysen und Verbesserungen für die eigenen Dienste und verbundenen Services herbeizuführen. Die große Pause war intentionell. Verbundener Service. Was genau sind diese verbundenen Services? Das wird nirgendwo in den Datenschutzrichtlinien weder von WhatsApp noch vom Mutterkonzern Facebook in irgendeiner Form offengelegt. Und das ist auch schon so der erste kritische Punkt, der dich als Nutzer stutzig machen sollte. Denn wenn in einer Datenschutzerklärung etwas nicht transparent ist, dann verstößt sie schon mal per se gegen die Datenschutzgrundverordnung, die nämlich ganz klar fordert, dass eine Datenschutzerklärung präzise, transparent und in einfach verständlicher Sprache sein muss. Also Transparenz ist das nicht wirklich, und über die Einfachheit der Sprache dürft ihr selber diskutieren und das bewerten, wenn ihr die Datenschutzrichtlinien dann einfach mal lest und versucht zu verstehen, was da drin steht.
Grundsätzlich ist die Hauptänderung, die wir durch die gesamte Datenschutzrichtlinie von WhatsApp finden können, von der aktuellen Version zu der in Zukunft angestrebten, dass wir überall immer mehr Hinweise auf Transaktionen, Auszahlungen, Zahlungen und den wahrscheinlich vorbereiteten Launch von Facebook Pay-Systematiken hinweisen, die eben auch mit WhatsApp verbunden werden sollen. Schauen wir uns jetzt mal an, was denn genau eine Neuerung in den Datenschutzrichtlinien von WhatsApp sein wird, die jetzt bald kommen. Und zwar ist das ein ganzer Bereich, den wir uns hier einmal angucken. Verbessern Ihrer Dienste und deiner Erfahrungen mit deren Nutzung, darunter das Abgeben von Empfehlungen für dich, zum Beispiel Freundesvorschläge oder Gruppen oder interessante Inhalte. Personalisierungsfunktionen und Inhalte unterstützen beim Abschluss von Käufen und Transaktionen und das Anzeigen von relevanten Angeboten und Werbeanzeigen in den Produkten von Facebook-Unternehmen. Und Bereitstellen von Integrationen, die dich in die Lage versetzen, deine WhatsApp-Erfahrungen mit anderen Produkten von Facebook-Unternehmen zu verbinden. Dazu gehört zum Beispiel, dass du deinen Facebook Pay-Account dazu nutzen kannst, auf WhatsApp Zahlungen zu tätigen oder auf anderen Produkten von Facebook-Unternehmen, zum Beispiel Portal, mit deinen Freunden zu chatten, indem du deinen WhatsApp-Account mit diesen verbindest. Im Detail fällt hier schon mal Folgendes auf. Es wird ganz klar auf Inhalte hingewiesen, also auf den Vorschlag zu Inhalten, die dich interessieren könnten. Wenn WhatsApp vollständige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung anwendet, dann dürften nur du und der Empfänger der Nachricht jemals wissen, was der Inhalt eurer Nachrichten ist. Wie genau kann dann WhatsApp dir interessante Inhalte basierend auf deinem Interesse geben? Spannende Frage. Also entweder arbeitet hier eine interessante Form der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mit so einer eingebauten Man-in-the-Middle-Door oder das ist faktischer Blödsinn, der in der Datenschutzrichtlinie drin steht. Aber wenn ich faktischen Blödsinn in meine Datenschutzerklärung reinschreibe, begehe ich ja schon mal einen Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung. Weil muss ja präzise, transparent sein und in einfach verständlicher Sprache. Naja, einfach verständlich ist das, was wir gerade gelesen haben, in jedem Fall, würde ich sagen. Aber die Frage ist ja tendenziell doch noch unbeantwortet. Wie genau soll diese Empfehlung zustande kommen, wenn Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wirklich eingesetzt wird? Ein weiterer interessanter Punkt, der dabei auffällt, ist, dass Facebook also ganz klar hier äußert, mittels der WhatsApp Informationen mit anderen Services ihres Unternehmens nicht nur zu teilen, sondern auch abzugleichen und sie anderen Kunden zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet also die Nutzung deiner Profilinformationen, damit meine ich jetzt nicht das, was du in dein Facebook- oder WhatsApp-Profil einträgst, sondern die Verbindung dieser Informationen im Zusammenhang mit den Aktivitäten auf den jeweiligen Plattformen lassen ein unglaublich präzises Bild über dich als Mensch erscheinen. Und je mehr wir über einen Menschen wissen, desto einfacher können wir auch seine Bedürfnisse erahnen und in Zukunft lenken oder sogar im schlimmsten Fall neue Bedürfnisse erzeugen. Das heißt, es ist eine eigene Verantwortung, die Entscheidung zu treffen, ob du dabei mitmachen möchtest, der Firma Facebook zu weiterem Milliardengeschäft zu helfen. Denn ultimativ ist das Einzige, was du wirklich als Mehrwert für dieses Unternehmen bist. Eine Information, die je mehr Aktivität sie umsetzt und mit sich verbindet, wertvoller wird. Ob der Service WhatsApp das für dich legitimiert, musst du selbst entscheiden. Ich sage nur, wenn du bis zum 15.05. deinen Account in Betrieb hältst und danach weiter in Betrieb hast, stimmst du dieser Richtlinie zu. Du wirst wahrscheinlich darauf hingewiesen, dass du explizit zustimmen musst. Es bedeutet aber tendenziell, danach hast du deine Zustimmung gegeben. Und damit verlierst du auch dein Recht, gegen diese Informationen vorzugehen, egal was die Datenschutzgrundverordnung sagt. Denn diese besagt, freiwillige Einwilligung ist nun mal deine Bestätigung zur Datenschutzrichtlinie und Nutzungspolitik des individuellen Unternehmens, mit dem du einen Vertrag schließt. Und das möchtest du vielleicht überdenken. Aktuell interessiert sich sogar schon ein
Beauftragter für den Datenschutz, nämlich aus Hamburg, für diesen Fall und hat eine Klage eingereicht auf der Grundlage, dass er sagt, dass die Möglichkeit des Austauschs dieser Informationen zwischen WhatsApp und Facebook nicht nur dafür sorgen wird, dass sie das für Analysen zur Verbesserung ihrer Dienstleistung nutzen werden, sondern eben auch zur gezielten Ausweitung von Marketingzwecken und Direktwerbung und dass das etwas ist, was irreführend ist und deswegen nicht passieren darf, weil dem hat der Nutzer, also du, bei Inbetriebnahme von WhatsApp und Facebook nicht zugestimmt aktuell. Ob das dazu führen wird, dass sich in diesen Bemühungen von Facebook und WhatsApp etwas ändern wird, sei mal dahingestellt. Ich gehe mal davon aus, dass die Abwanderung der Nutzer in einer bestimmten Menge ein viel wichtigerer Indikator für WhatsApp und Facebook sind, wieder zurückzurudern oder auf bestimmte Dinge Rücksicht zu nehmen, die die Nutzer eben gerne hätten, die Facebook aber gar nicht so gerne sieht, nämlich Privatsphäre. Jedoch öffnet es die Tür für eine sehr, sehr interessante Bemessung, die bisher angeblich noch nie stattgefunden hat. Und das ist die Tatsache, dass WhatsApp bzw. Facebook ihre Datenaustauschmechanismen und die Kommunikation, die dazwischen abläuft, noch nie einer behördlichen Prüfung unterzogen hat und eben auch noch nie offenlegen musste, wie genau gehen sie denn jetzt mit den Daten um. Und das wiederum ist eigentlich ein ziemlich eindeutiger Identikator dafür, dass die beiden Unternehmen schon ziemlich lange Daten miteinander tauschen, die sie eigentlich hätten gar nicht tauschen dürfen. Denn solange keiner reinguckt, kann ja auch keiner überprüfen, was da wirklich abläuft. Also auch hier wieder die Frage, warum sträuben sich WhatsApp und Facebook gegen solche Offenlegungen und versuchen jetzt mit dieser Klage und diesem Prozess erstmal in irgendeiner Form rechtliche Beschlüsse abzuwarten, anstatt einfach die Karten offen zu legen. Denn wenn wirklich Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gelten würde für jeden WhatsApp-Chat, dann wäre das ja eigentlich gar kein Problem. Denn dann gäbe es ja in WhatsApp keine nennenswerten Inhalte, die man mit irgendetwas vergleichen könnte, um daraus Mehrwertservices zu erbringen. Die ganzen Links zu den Informationen, die ich hier verwendet habe, findest du natürlich in der Videobeschreibung, damit du dich selber belesen kannst. Wichtig auch hier zu diesem Thema, wie immer, es kursieren sehr, sehr viele Informationen zum Thema WhatsApp und Datenschutzänderung, die leider sehr, sehr oberflächlich sind und die kommen zuhauf von Portalen, die mit der WhatsApp selber Business betreiben, also Geld verdienen. Dementsprechend ist es auch verständlich, dass die Nutzungsbedingungsänderungen für europäische Nutzer abtun, so nach dem Motto, du bist ja geschützt durch die Datenschutzgrundverordnung. Kannst du sagen, ist egal. So, das war's zu dem Thema WhatsApp-Datenschutzänderung und ich hoffe, du selbst kannst jetzt eine fundierte Entscheidung treffen, was du am 15. Mai tun wirst. Lass es mich auf jeden Fall wissen, es würde mich nämlich brennend interessieren und besonders, wenn ihr dann alle zu Signal rüberwandert, was wohl mit deren Registrierungsservern passiert. Aber das ist ein anderes spannendes Thema, das wir zu einem anderen Zeitpunkt mal uns angucken. Danke für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!